So, dann wollen wir doch mal den Garagentorantrieb GA101 von der Firma Berner installieren. Mit Solarpanel und Akku. Alle Komponenten, die wir zur Installation des Berner GA101 Garagentorantrieb benötigen, haben wir jetzt zur Garage getragen. Bevor wir mit der Montage beginnen, bitte noch mal ganz kurz der Hinweis: Die Sicherheitshinweise befinden sich in der Anleitung und sollten unbedingt befolgt werden. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Sektionaltor und Schwingtor. In unserem Fall haben wir einen Schwingtor. Bevor wir die neue Garagentorantrieb-Einheit montieren können, müssen wir die komplette mechanische Torverriegelung des alten Garagentors entfernen. In unserem Fall sind das lediglich 3 Stangen, 2, die zur Seite führen von dem Türschloss und eine, die nach oben führt zur Verriegelung. Und dann können wir uns auch schon das ganze Montagematerial für den Garagentorantrieb zurechtlegen. Davon benötigen wir zunächst den Mitnehmerwinkel, woran hinter das Garagentor nach oben gezogen wird. In der Anleitung wird erwähnt, dass man das etwas außermittig montieren soll. Dabei wird angegeben, dass man maximal 50 cm außermittig montieren soll. Warum, erschließt sich aus der Anleitung leider nicht so direkt, aber indirekt kann man das hier sehr schön erkennen. Und zwar bei dem fertig montierten Teil sieht man sehr schön, dass der Griff durchaus die Führungsschiene berühren könnte und somit ein Hochfahren des Garagentors verhindern würde. Insofern unbedingt vorher schauen, wie weit der Griff reicht und dann dementsprechend bis maximal 50 cm außermittig die ersten Teile montieren. Das Garagentor könnte man nun entweder arretieren oder in unserem Fall haben wir das Garagentor einfach hochgezogen. Da ich relativ groß bin, konnte ich dann wunderbar immer noch daran arbeiten. Also einfach den Mitnehmerwinkel anzeichnen und dann dementsprechend die ersten beiden Löcher bohren, wie sie auch in der Anleitung angegeben sind. Wie man hier nochmal sehr schön auf dem Bild erkennen kann, wird der Winkel also oben auf dem Schwingtor befestigt, und zwar mit 2 Schrauben erstmal. Hier ist der Mitnehmerwinkel bereits mit den beiden oberen Schrauben festgeschraubt. Jetzt noch die beiden anderen Löcher in das Garagentor bohren und dort ebenfalls mit den beiden Schrauben versehen. Hier sieht man die Schrauben erstmal nur mit der Hand eingedreht. Und dann wird das Ganze natürlich nochmal ordentlich festgezogen. Und schon ist der Mitnehmerwinkel montiert. Weiter geht es nun mit dem Sturzgelenk. Das wird einfach mittig über dem Mitnehmerwinkel angehalten, um es dann später am Sturz festzuschrauben. Dort wird dann später die Führungsschiene eingehangen und arretiert. So sieht das Ganze dann fertig aus. Oben sieht man das Sturzgelenk und darunter findet man den Mitnehmerwinkel. Welche Bohrungen des Sturzgelenks verwendet werden müssen, ist vom Tor abhängig. Bei N80 Toren mit Holzfüllung sind zum Beispiel die unteren Löcher des Sturzgelenkes zur Montage zu verwenden. In unserem Fall sind es die oberen Löcher. Und bei wieder anderen oder beziehungsweise bei der Deckenmontage sind es die beiden Längsschlitze daneben. Dann kommen wir auch schon zu einem der wichtigsten Teile, und das ist die Führungsschiene mit dem innenliegenden Zahnriemen. Beziehungsweise eigentlich nicht ganz innenliegend, denn der Zahnriemen wurde zum Transport rausgelegt. Und das ist nicht so ganz einfach, den wieder reinzubekommen. Denn wie man hier sieht, ist der Zahnriemen ordentlich unter Spannung, sobald man die Führungsschiene gerade klappt. Hier sieht man das Ende der Führungsschiene, was hinterher in das Sturzgelenk eingesetzt wird und arretiert wird mit einer Achse. In unserem Fall war es ein bisschen verbogen, aber das ist kein Problem, das kann man wieder gerade biegen. Der Zahnriemen muss natürlich unter Spannung gehalten werden. Und das wird er über diese Rolle, die über eine Feder auf Spannung gehalten wird.
Allerdings ist die Gewindestange aufgrund der Konstruktion so kurz, dass man die Schraube mit montierter Feder nicht mehr aufschrauben kann. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, einfach die andere Seite, da wo der Motor hinterher aufgesteckt wird, loszuschrauben, dann den Zahnriemen einzulegen, diesen auf Spannung zu bringen und dann wieder festzuschrauben. Damit die Führungsschiene gerade gehalten wird, werden auf den beiden Seiten Metallplatten angebracht. Am besten schon mal vorab die Schrauben einsetzen, mit der Mutter etwas fixieren, dann an die Führungsschiene anhalten, auf die Führungsschiene auflegen, seitlich verschieben und dann ordentlich festziehen. Und auch die anderen Gelenke werden nochmal nach dem Ausrichten der Führungsschiene mit Schrauben versehen. So sieht dann die fertige Führungsschiene aus. In der Mitte ist, wie gesagt, der Zahnriemen enthalten, der auf 2 Rollen geführt wird. Und mit dem Zahnriemen wird dann der Führungsschlitten hin und her geschoben. Jetzt einfach nochmal am Ende der Führungsschiene die Metallplatte zurechtbiegen und dann den Führungsschlitten auf freien Lauf prüfen. Dabei kann es nämlich sein, dass man die noch mal ein bisschen was nacharbeiten muss und die Führungsschiene noch ein bisschen zurechtbiegen muss. Erst wenn sich der Führungsschlitten wirklich ganz einwandfrei in der Führungsschiene hin und her fahren lässt, kann das Ganze montiert werden. Dann sind wir auch schon soweit und können nun auf der einen Seite die Führungsschiene am besten auf einer Leiter oder ähnlichem fixieren. Und auf der anderen Seite können wir das dann in einem Sturzgelenk einhängen und dann mit dem Stift arretieren. Den Stift einfach vollständig einschieben. So sieht das Ganze dann fertig aus. Beziehungsweise noch nicht ganz, denn den Stift möchten wir natürlich auch noch sichern und dafür haben wir beiliegende Klammern. Nun können wir uns auch schon mit der anderen Seite beschäftigen, nämlich da, wo später der Motor montiert wird. Hier legt die Firma Berner diese kleinen Klammern bei, die auf die Führungsschiene geschoben werden. Dann am besten direkt schon mal eine Wasserwaage oben auf die Führungsschiene drauflegen. Und nun das Montageband an der Führungsschienenklammer festschrauben. Dabei sollte die Klammer maximal 60 cm vom Ende der Führungsschiene entfernt sein und der Abstand zur Decke sollte maximal 250 mm, also 25 cm betragen. Jetzt kann das Lochband an der Decke fixiert werden, also entweder mit Dübeln direkt in die Betondecke oder wie hier an die Holzkonstruktion. Zu guter Letzt kann das Montageband natürlich noch ein bisschen was angepasst werden, denn das sieht hier noch ein bisschen deformiert aus. Bevor wir gleich den Mitnehmer in die Führungsschiene montieren, müssen wir unbedingt noch den Führungsschlitten im eingekuppelten Zustand ca. 20 cm aus der Endlage Tor zu in die Richtung der Endlage Tor aufgeschoben werden. Jetzt können wir den Mitnehmer in den Mitnehmerwinkel einsetzen und mit dem Bolzen fixieren. Dabei ist es übrigens wichtig, dass der Bolzen genau so rum eingesteckt wird. Dann wieder die Bolzensicherung aufstecken und der Mitnehmer ist im Mitnehmerwinkel. Auch auf der anderen Seite wird das Ganze wieder mit dem Bolzen arretiert und zu guter Letzt mit der Sicherung versehen. Wie rum der Mitnehmer montiert wird, kommt auf die Art des Tors drauf an, beziehungsweise auf den Abstand zur Decke. Ganz wichtig ist natürlich auch die Notentriegelung. Die Notentriegelung, das Notentriegungsseil wird in die kleine Klammer eingeführt und an dem Notentriegelungsmechanismus eingehakt. Hier sieht man nochmal das fertig eingehackte Notentriegelungsseil, wobei wir später noch einen Bowdenzug anbringen möchten. Den kann man separat bestellen, aber das zeigen wir dann im nächsten Video.
Dieses hier ist wirklich nur dazu da, dass man aus der Garage rauskommt, falls der Motor mal streiken sollte und man sich eingesperrt hat. Gut, ist komisch, aber kann passieren. Und dass man dann mit dem Notentriegelungsseil den Führungsschlitten aushakt, um dann das Garagentor manuell hochschieben zu können. Allerdings muss man aufpassen, dass das Notentriegelungsseil nirgendwo sich verhaken kann oder sogar der Mitnehmer irgendwo gegenstoßen kann. Aber dafür können wir hinter die Torendlagen festlegen, womit wir dann solche Probleme vermeiden können. So, hier sieht man nochmal die gesamte Konstruktion mitsamt der Halterung, wobei wir in unserem Fall die 60 cm so gerade eben eingehalten haben. Allerdings haben wir die Führungsschiene an der Decke hinterher doch nochmal mit zusätzlichem Lochband fixiert. Jetzt kommen wir auch schon zu den beiden Endlagen. Zunächst schrauben wir die beiden Endanschläge, so wie hier zu sehen, handfest zusammen, setzen den Endanschlag dann an der gewünschten Stelle in die Führungsschiene ein und schrauben die beiden Innensechskantschrauben mit einem abgewinkelten Innensechskantschlüssel, na gut, sagen wir mal einfach Inbusschlüssel, fest. Jetzt das Tor zuschieben, den Endanschlag in der Tor-zu-Position montieren und wieder ordentlich festschrauben. Jetzt bereiten wir noch den Antriebskopf vor mit dem Motor, indem wir die beiden Schrauben einsetzen und leicht mit der Hand andrehen. Nun den übrig gebliebenen Winkel auf die Führungsschiene auflegen und den Antriebskopf einhaken. Dabei darauf achten, dass der Antriebskopf sauber in der Umlenkrolle vom Zahnriemen einrastet. So, das war es dann auch schon fast. Also zumindest mit dem ersten Teil. Und wir zeigen jetzt auch noch, wie man den Berner Torantrieb erstmalig in Betrieb nimmt. Und dann auch noch einen Handsender anlernt. Jetzt noch den Warnaufkleber anbringen. Und übrigens sollte natürlich auch der Akku aufgeladen sein. Er sollte ungefähr 12 Stunden vorher am Ladegerät aufgeladen worden sein. Oder falls man halt eben doch eine Stromquelle hat, kann man natürlich auch die Stromquelle zuerst verwenden. Erst im zweiten Teil werden wir dann auf das Solarpanel eingehen und auf die ganzen optionalen Sachen, die wir zusätzlich noch installiert haben. Ja, dann wollen wir mal zum ersten Mal den Stecker einstecken. Und mal schauen. Hört sich schon mal gut an. Jetzt müssen wir nur noch den Taster T drücken. Und dann sollte es auffahren. Und am Endtaster hoffentlich stehen bleiben. So. Und jetzt hält er gleich. Dann muss ich nochmal T drücken, damit er nämlich wieder zufährt. So, und jetzt müssen wir natürlich noch die Fernbedienung anlernen. Das ist die hier. Und das machen wir, indem wir auf die Taste P drücken. Das ist die zweite oben. Und jetzt leuchtet die LED bzw. blinkt jetzt auf. Jetzt drücke ich einmal auf die Taste der Fernbedienung und jetzt sollte er es eigentlich angelernt haben. Und wenn alles klappt, müssten wir jetzt das Garagentor zufahren können. Das war's auch schon.